Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer-Tutorials, meine Lieben. Ja, es wird Zeit. Wir brauchen jetzt langsam Frühling und deswegen habe ich heute für euch dieses wunderschöne halbrunde Granny-Tuch. Das besteht aus 2 Mustern und ist wirklich super easy und ganz schnell gehäkelt. Du brauchst nur ein passendes Garn deiner Wahl, ob einfarbig, mehrfarbig, bleibt natürlich dir überlassen. Auch die Größe deines Tuchs kannst du ganz individuell bestimmen. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mir ein Like, ein Kommentar und ein Abo meines Handarbeit-Kanals freuen. Schickt mir doch gerne eure fertigen Werke bei Instagram. Viel Spaß und los geht's. Für dein Tuch brauchst du natürlich ein Garn. Ich nehme hier dieses Acryl-Farbverlaufsgarn von Hobby. Habe ich euch in der Infobox unten verlinkt. Und ihr könnt natürlich auch jedes andere Farbverlaufsgarn nehmen oder einfarbige Garn, wie ihr Lust und Laune habt. Ich verwende hier ein Garn mit 200 Gramm, insgesamt 500 Metern Lauflänge und das ist wirklich ganz easy und flott verhäkelt und macht mega Spaß. Und natürlich eine Häkelnadel. Ich verwende die Clovernadel in der Stärke 4,5. Das Tuch besteht aus 2 Mustern. Wir starten jetzt hier unten und häkeln jetzt erstmal das Grundmuster und die Grundlänge von unserem Tuch. Wie breit ihr eure Umrandung dann macht mit dem zweiten Granny-Muster, das entscheidet ihr selber. Ich habe insgesamt 70 Gramm übergelassen, habe meinen Knäuel abgewogen und dann habe ich meine Randborte gemacht. Aber dazu später mehr. Ich habe hier noch ein bisschen Rest von meinem frühlingshaften Gründelgarn und das werde ich jetzt verwenden für die Anleitung. Das passt ganz gut. Wir starten jetzt mit einer Anfangsschlaufe. Und häkeln 7 Luftmaschen. Wir ersetzen jetzt das erste Stäbchen und zwar mit 3 Luftmaschen. Faden auf die Nadel, in die 4. Masche einstechen und ein Stäbchen häkeln. Jetzt wieder Faden auf die Nadel, 3 Maschen abzählen, 1, 2, 3, einstechen, Stäbchen, zweites Stäbchen und drittes Stäbchen. Faden auf die Nadel, 3 Maschen abzählen, 1, 2, 3, in die 3. Masche 2 Stäbchen häkeln. Und fertig sind wir schon mit der ersten Reihe. Weiter geht's mit Reihe 2. Wir häkeln 3 Luftmaschen, wenden die Arbeit und hier vorne zwischen unsere ersten 2 Stäbchen häkelt ihr 2 Stäbchen. 1 und 2. Jetzt haben wir die Randmasche und unsere 2 Stäbchen. Jetzt kommen hier unsere 3 Stäbchen. Hier kommt jetzt unsere erste Lücke und da häkelt ihr 3 Stäbchen. Jetzt überspringt ihr die 3 Stäbchen, die aus der Vorrunde und geht zur nächsten Lücke und da häkelt ihr eure nächsten 3 Stäbchen. Jetzt haben wir noch unser Stäbchen und unsere Randmasche und hier dazwischen häkeln wir wieder 2 Stäbchen, weil wir müssen ja immer eine Zunahme häkeln. Und jetzt häkeln wir in das letzte Stäbchen, in die 3. Masche, noch ein Randstäbchen. Und schon sind wir fertig mit Reihe 2. Wir haben unsere Zunahmen, unsere 2 Grannies und hier wieder am Ende unsere Zunahme.
Jetzt geht es weiter mit Reihe 3. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Arbeit wenden. Hier vorne zwischen die ersten 2 Stäbchen kommen wieder unsere Zunahmen, nämlich 2 Stäbchen. 1, 2. Dann gehen wir hier zur ersten Lücke, da wieder 3 Stäbchen häkeln. Jetzt die nächsten 3 Stäbchen überspringen, zur nächsten Lücke, 3 Stäbchen häkeln. Und nochmal 3 Stäbchen überspringen und zur nächsten Lücke, 3 Stäbchen häkeln. Jetzt sind wir wieder hier an unserem letzten 2 Stäbchen und hier müssen wir jetzt natürlich in die Lücke wieder unsere Zunahme häkeln. 2 Stäbchen. Und zum Schluss in die dritte Masche einstechen, ein Stäbchen häkeln für unsere Randmasche. Und fertig sind wir mit der nächsten Reihe. Und das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber. Es geht jetzt immer so weiter. Ihr häkelt wieder eure 3 Luftmaschen, Arbeit wenden, zwischen die ersten 2 Stäbchen unsere Zunahme, 2 Stäbchen. Jetzt häkelt ihr wieder eure nächsten 1, 2, 3, 4 Dreierstäbchen dazwischen. Das mache ich jetzt mal schnell. So habt ihr eure 4 Grannies gehäkelt. Wieder unsere Zunahme zwischen die letzten beiden Stäbchen. 1, 2 und natürlich in die dritte Masche einstechen und die Randmasche. Und so macht ihr das jetzt immer weiter, bis ihr eure gewünschte Länge vom Tuch erreicht habt. Ich habe für meine Umrandung dann so circa 60-70 Gramm übergelassen von meinen 500 Gramm und die nehme ich für den Rand. Wenn ihr jetzt mehr oder weniger über habt, könnt ihr natürlich mehr Reihen hier noch dran machen oder halt weniger. Das bleibt euch überlassen. Ich mache das Tuch jetzt mal ein bisschen weiter und dann sehen wir uns zur Umrandung wieder. Ich habe jetzt 9 Reihen gehäkelt, das sollte ja vollkommen ausreichen und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Wenn ihr jetzt noch 50, 60, 70 Gramm von eurem Garn übrig habt, machen wir jetzt die Umrandung. Das heißt, am Reihenende wenden wir jetzt die Arbeit, häkeln eine Luftmasche und jetzt häkeln wir feste Maschen. Jetzt habt ihr immer hier euer seitliches Stäbchen und um das Stäbchen häkelt ihr immer schön locker 2 feste Maschen. Das seht ihr ja sehr gut. Und um diese Randstäbchen immer 2 feste Maschen, das komplette Tuch entlang, bis ihr an der anderen Seite angekommen seid. Und wenn ihr auf der anderen Seite angekommen seid, sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt meine Umrandung hier unten entlang gehäkelt und jetzt geht es mit dem zweiten Granny-Muster weiter. Wir starten mit 3 Luftmaschen, wenden die Arbeit und jetzt wird nur die feste Maschenreihe behäkelt. In die erste Masche wieder 3 Stäbchen häkeln.
eine Luftmasche. Jetzt Faden auf die Nadel, 4 Maschen abzählen, 1, 2, 3, 4, in die 4. Masche einstechen und ein Stäbchen häkeln. 2. und 3. Luftmasche, 4 Maschen abzählen, 1, 2, 3, 4 und 3 Stäbchen häkeln. Und wieder eine Luftmasche. Das machst du jetzt komplett, bis du dein ganzes Tuch bis zur letzten festen Masche umhäkelt hast, mit 3 Stäbchen und einer Luftmasche. Ich bin jetzt an meinem Reihenende angekommen, kann sein, dass es hier nicht ganz aufgeht, dass hier noch eine Masche übrig ist aber nicht schlimm. Überspringt die einfach und häkelt in eure letzte feste Masche euer Seitenstäbchen. Wie hier am Anfang auch. Jetzt geht es in die 2. Reihe unserer Umrandung und danach wiederholt sich das Ganze immer wieder. Wir starten mit 3 Luftmaschen, wenden die Arbeit und jetzt starten wir hier vorne mit der ersten Lücke und da häkeln wir 2 Stäbchen. Damit unsere Reihe natürlich auch breiter wird. Dann geht es mit dem zweiten Muster los, nämlich mit dem Granny Spike Stitch. Ihr häkelt jetzt um die Luftmasche ein Stäbchen, darauf achten, das schön locker zu machen. Jetzt habt ihr hier unten 3 feste Maschen, in die zweite stecht ihr ein und häkelt das zweite Stäbchen. Und jetzt nochmal um eure Luftmasche ein Stäbchen. Und hier habt ihr eure neue Stäbchenart, eine Luftmasche. Und jetzt gehen wir hier zur nächsten Lücke. Ein Stäbchen um die Luftmasche, ein Stäbchen in die zweite Masche und nochmal ein Stäbchen um die Luftmasche. Eine Luftmasche und dann geht es zur nächsten Lücke. Noch einmal um die Luftmasche, in die zweite feste Masche und noch ein Stäbchen um die Luftmasche. Eine Luftmasche und zur nächsten Masche gehen. Das macht jetzt genauso weiter, die komplette Reihe. Und dann sehen wir uns am Reihenende nochmal wieder. Ich bin wieder am Reihenende angekommen und hier muss ich natürlich wieder meine 2 Stäbchen häkeln. Und meine Randmasche. 3 Luftmaschen, Arbeit wenden. Hier vorne kommen wieder unsere 2 Stäbchen hin. Eine Luftmasche. Und jetzt gehen wir hier wieder zur Lücke. Wir häkeln das Stäbchen. Wir häkeln das Stäbchen um die Luftmasche. Jetzt häkeln wir direkt über das zweite Stäbchen in die feste Masche und wieder um die Luftmasche unser nächstes Stäbchen. Eine Luftmasche und zur nächsten Lücke gehen. Dann habt ihr hier euer nächstes Granny. Ich mache die Reihe jetzt fertig, mache dann noch eine 3. Reihe darüber und danach schauen wir uns das Endergebnis an. Was mir gerade hier am Reihenende oder am Reihenanfang noch aufgefallen ist, nicht erschrecken, ihr habt ja hier nur die 2 Maschen und hier habt ihr die 3, wo ihr über das 3. Stäbchen dann immer euer nächstes häkelt. Hier häkle ich einfach dazwischen. Das heißt, hier zwischen die 2 Stäbchen, da stiche ich ein und da häkle ich die Spitze hin und dann wieder normal um die Luftmasche. Mein Stäbchen, eine Luftmasche. Und jetzt hier noch unsere Verdopplung.
2 Stäbchen und in die Randmasche. Na, das dritte Stäbchen. So. So ein bisschen zurechtziehen. Und so sieht das Ganze jetzt in klein aus. Und ich finde, das ist ein wunderschönes, einfaches Tuch und für jeden machbar. Ich freue mich auf jeden Fall auf viele nachgemachte Tücher. Könnt ihr mir gerne bei Instagram Kümmer-Tutorials schicken. Je nach Garn müsst ihr das Tuch dann natürlich noch spannen. Und das ist es. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Nachmachen und bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.